Habe vorhin die erste Stunde FEC 25 angeschaut. War ja krank, was da abging. FEC 25 war geisteskrank und ich fürchte, 26 wird noch mehr los sein. Ehrlich gesagt. Ich denke generell, wenn Gala jetzt nicht komplett reinscheißt, ich meine, das machen sie zwar nicht andauernd, aber ich meine jetzt noch mehr als sonst quasi. Also wirklich für Gala-Verhältnisse reinscheißt. Also einfach jedem minus 10.000 F-Coin aufs Konto packt zum Beispiel. Und du musst dann einfach 10.000 F-Coin aufladen, um 0 F-Coin zu haben. Sowas zum Beispiel. Also wirklich so historisches Reinscheißen, selbst für Gala-Verhältnisse sozusagen. Also solange sie dich wirklich komplett reinscheißen, denke ich, dass jeder FEC größer wird. Grundsätzlich. Vielleicht nicht viel größer. Reicht ja auch schon 1%. Aber ich denke, wenn, wird immer mehr los sein, weil sie sagen ja selber schon, also bis letztes Jahr haben sie das ziemlich sicher, also ich habe es dieses Jahr das erste Mal gelesen, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie Flive als Season oder dass sie den FEC als Season bezeichnet haben. Also die FEC-Season, das habe ich dieses Jahr das erste Mal gelesen. Also sie lehnen sich wirklich stark in diesen Aspekt. Es gibt da die Zeit der FECs, das ist die FEC-Season. Und dann gibt es halt die normale Zeit, wo halt einfach nichts ist, sozusagen. Und da das ja viele Games machen, so Season-System, wo dann halt auch mal eine ganze Weile fast gar nichts passiert, weil die nächste Season vorbereitet wird, sozusagen. Was? Warum ist mein Blade nicht auf dem Board? What the fuck? The fuck? Oh fuck? Wieso war der nicht auf dem Board? Grr. Naja, auf jeden Fall denke ich halt, dass das... also es ist schon schwierig, so ein System zu verkacken, denke ich, weil viele Leute stehen ja darauf. Vor allem Flive-Spieler sind ja fast schon notorisch bekannt dafür, dass sie eine gewisse Zeit übelst reinsuchten. Der klassische Nostalgie-Trip oder auch seit Neuerem einfach immer wieder an und anfangen und aufhören. Vor allem im Hinblick auf den FEC. Also die meisten Leute haben das sowieso schon gemacht, schon bevor es den FEC gab. Und mit dem FEC wird dieser Effekt ja quasi noch zusätzlich belohnt. Also du wirst ja fast schon, also naja, man wird nicht dafür belohnt, aber du wirst nicht dafür bestraft. Wie es früher bei Flive war. Wenn du früher bei Flive einfach 1 oder 2 Jahre nicht gespielt hast oder auch nur ein halbes Jahr, dann hast du halt ein halbes Jahr Events verpasst, gegebenenfalls sogar ein Update und dann warst du ja übelst behind. Dann musstest du das ja alles erstmal aufholen, wofür du ordentlich reingrinden, cashen oder resellen musstest, bis du das wieder reingeholt hast, was du verpasst hast. Und jetzt ist es halt so, naja, es ist egal, weil am nächsten FEC sowieso jeder wieder von Null anfängt und wenn es neuen Content gibt, dann gibt es den halt dort auch, aber erstmal muss wieder jeder hochleveln, so ungefähr. Also, gefühlt spielen sie damit einem Großteil der Flive-Spieler oder wenn Leute nicht spielen, dann sind sie ja eigentlich keine Spieler, sondern sind sie wie so die Ersatzbank oder Ersatzmannschaft. Dann spielen sie halt generell allen Flive-Interessierten, also auch Leute, die aktuell gar nicht spielen und vielleicht auch Leute, die gar nicht wissen, dass Flive Universe existiert und das vielleicht erst irgendwann erfahren. All diesen Leuten spielen sie damit ja voll in die Karten. Anders als zum Beispiel Flive PC, die alten Server. Ich meine, gut, Flive PC hat andere Sachen gemacht, um die Anfänger zu catchen, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dem Anfänger-Boost, wo du einfach so krasse Amplis bekommst, mit denen du, vor allem wenn du das Spiel kennst, halt easy deinen Charakter innerhalb von wenigen Stunden auf Level 100 plus ziehen kannst. Und dann hast du auch wieder deinen Spaß gehabt, beziehungsweise hast dann eine gute Basis, um dann auch weiterzuspielen. Und so weiter. Aber im Endeffekt denke ich, ist der FEC halt leider eine ziemlich gute Idee gewesen, um all diese Spieler zu catchen. Und ich denke auch, dass die Zahl der Spieler, die immer spielt, eher kleiner ist als die Zahl der Leute, die potenziell mit dem FEC gecatcht werden können. Und halt auch immer wieder gecatcht werden können. Weil selbst wenn jetzt jemand sagt, diesen FEC habe ich keine Zeit, da heirate ich, da kriegt meine Frau 8 Kinder
wir fahren in die Flitterwochen, whatever. Du weißt ja, nächstes Jahr kommt eh der nächste und vielleicht gibt es nächstes Jahr sogar noch mehr Content. Also, sobald du einmal vom FEC erfahren hast, dann bist du ja für immer eigentlich die Zielgruppe davon. Auch wenn du, wie gesagt, nur live grundsätzlich interessiert bist. Und jetzt aktuell zum Beispiel gar nicht spielst oder wie gesagt, irgendwann in der Zukunft überhaupt erst erfährst, dass der FEC oder Flive Universe überhaupt existieren. Weil, ich meine, das ist ja der Klassiker. Irgendjemand kommt hier rein, sagt, oh, ich bin neu, ich habe seit 10 Jahren, seit 15 Jahren, seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Und dann, früher oder später, fällt von irgendjemandem, entweder von mir oder von jemandem aus dem Chat, fällt der Begriff FEC. Dann kommt die Frage, was ist FEC? Und dann ist wieder eine potenzielle Person, die aktuell gar nicht spielt und auch schon ewig nicht mehr gespielt hat, schon wieder quasi mehr oder weniger FEC neugierig, wie sie es bei South Park genannt haben. FEC neugierig. So. Und das wird ein Kreislauf sein, der so sich jedes Jahr wiederholt. Und eigentlich kann es immer nur größer werden, weil mit jeder Person, die davon erfährt, ist der potenzielle Pool an Spielern, die dort anfangen, Jahr für Jahr, der wird immer nur größer. Der kann eigentlich nicht kleiner werden. Der kann eigentlich nur größer werden. Und deswegen denke ich, dass der FEC jedes Jahr größer werden wird, sofern Gala nicht, wie gesagt, komplett reinscheißt. Also solange sie nicht wirklich einen exorbitant großen Fehler machen, und damit meine ich nicht die normalen Gala-Fehler, die wöchentlich passieren, sondern muss schon was Gewaltiges sein, denke ich. Solange sie das nicht machen, ist das eigentlich fast schon idiotensicher, dass das jedes Jahr wieder funktionieren wird. Und immerhin fügen sie ja neuen Content hinzu. Ob der Content jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich entscheiden. Aber es ist ja auch so, dass sie... Ich meine, gut, letztes Jahr haben sie es eigentlich nicht wirklich gemacht. Letztes Jahr war das einzig Neue eigentlich Kriton. Letztes Jahr war ziemlich wack. Aber selbst letztes Jahr, wo es keinen neuen Content gab, haben die Leute trotzdem gespielt. Und das ist halt... Also letztes Jahr war eigentlich der Beweis dafür, dass es vollkommen egal ist. Selbst wenn der Content, den sie hinzufügen, minimal ist und langweilig fast schon, spielen die Leute trotzdem. Und dieses Jahr gibt es jetzt ja sogar wirklich neuen Content mit vielen neuen Leveln, neuem Dungeon, neuem Equipment. Deswegen ist es eigentlich unmöglich, dass dieses Jahr weniger gespielt wird als letztes Jahr. Und nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch wieder mehr gespielt als dieses Jahr und das wird wahrscheinlich immer so weitergehen. Und selbst wenn es mal nicht mehr wird, dann wird es wahrscheinlich ungefähr gleich bleiben. Und gut, dann bleibt es halt mal 1, 2 Jahre gleich und dann wird es halt im 3. Jahr dann wieder mehr. Spätestens vermutlich. Wenn Gala dann merkt, oh, dieses Jahr waren die Spielerzahlen eigentlich identisch wie letztes Jahr, zum Ende hin vielleicht sogar ein kleines bisschen weniger. Wir brauchen irgendwas Neues, wir brauchen einen Bang, wir brauchen einen Bam, 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 Bam. Dann denken sie sich halt wieder irgendwas aus und dann halt im Jahr drauf wieder mehr. Also ich denke, das ist schon ziemlich narrensicher eigentlich. Aber man weiß ja nie, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber grundsätzlich wird immer mehr los sein, jedes Jahr. Jahr für Jahr. Und dann geht's los. Wann startet FEC? Welche Klasse spielst du? Machst du eine Gilde? Panda. Und dann fragen die Leute, hey, was ist eigentlich mit Panda passiert? Der Typ, der immer so nervige Fragen gestellt hat. Und ich sag nur, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So.